Willkommen bei festivalzombie.com. Zu Gast habe ich heute Markus Schof, frisch aus Los Angeles eingeflogen von der E3. Richtig. Markus, was hast du auf der E3 gemacht? Ja, also E3, riesengroße Spielemesse in Los Angeles. Ich arbeite in der Videospielbranche und ich arbeite bei Nvidia und wir haben 26 YouTuber aus ganz Europa dort mit rüber geschippert. Um was zu machen? Die YouTuber, die haben für uns eben halt, beziehungsweise wir haben dort einen Stand gehabt auf der E3 in dem Consumer-Bereich und wir sind dieses Jahr ziemlich stark mit Activision Blizzard verbandelt. Sie sind unser Partner, großer Partner dieses Jahr mit dem Titel Destiny 2, das ja zum ersten Mal für den PC kommt und deswegen halt riesengroße Message, ist unser Partner und wir wollen natürlich eben halt, dass die Leute davon erfahren, dass es auf den PC kommt. 26 YouTuber meintest du? Korrekt. Aus allen Herren Ländern, nur aus Deutschland. Wo kamen die überall her? Um das mal ganz kurz aufzugreifen, ich arbeite bei Nvidia und ich mache die Leitung für Social Media und Influencer Marketing. Okay. Das heißt Influencer Marketing, Influencer/YouTuber. Da mache ich die Leitung für Europa und wir haben 26 YouTuber aus ganz Europa eben halt mit eingeflogen. Also aus Deutschland, aus Frankreich, Italien, Russland war mit dabei, Mittlerer Osten, also wirklich alles irgendwie, wo wir eben halt unsere Offices haben. Alles klar. Hattest du auf der E3 selbst Möglichkeit, dich auch mal umzuschauen oder warst du mit deiner Aufgabe zeitlich so ausgefüllt, dass das nicht ging? Also man ist natürlich immer on Standby. Ja. Das ist halt das Wichtigste. Da viele von diesen YouTubern zum ersten Mal in Amerika sind, muss man natürlich erreichbar sein für die YouTuber eben, oder eben halt auch für die lokalen Community Manager, die von Nvidia auch mit rüber geflogen sind, die sich quasi in erster Linie nur um die YouTuber gekümmert haben. Aber ich war die ganze Zeit auf Standby, aber ich habe auch das Glück gehabt, 1-2 Titel selber anspielen zu können. Und welche waren das? Selbstverständlich habe ich Destiny 2 angezockt auf dem PC. Alles klar. Und wie ist dein Eindruck? Fantastisch. Schon sehr, sehr gut. Ey. Ja? Er läuft am besten natürlich auf einer Nvidia-Grafikkarte. Natürlich. Und ich hatte die Chance, das neue Call of Duty anzuspielen. Das neue Call of Duty. Ja, genau. Du warst früher selbst bei Activision tätig. Ja. Was hattest du damals da gemacht? Ich habe vor 4 Jahren bei Activision als Community Manager angefangen. Activision, Call of Duty, ich kenne die Leute immer noch und die haben natürlich gesagt, ey Markus, komm vorbei, brauchst nicht anstehen, kannst direkt mal anzocken und das lässt man sich auch nicht entgehen. Wie ist dein Eindruck von dem neuen Titel? Ich glaube, die Leute, die auf das ganze futuristische Zeug nicht so stehen, und ich glaube, es sind schon viele, ich glaube, die werden Spaß haben. Die werden Spaß haben. Ja. Wird es bei dem neuen Call of Duty Teil auch wieder einen Zombie-Modus geben? Es wird wieder Zombies geben. Wird das in dem gleichen Universum wie das Spiel spielen oder wird das was Abgefahrenes? Beim letzten Call of Duty war ja quasi das Spiel spielte im Weltraum, aber der Zombie-Modus spielte quasi in den 80ern. Ja, richtig. Da gibt es auch noch eine schöne Anekdote, die ich erzählen kann. Und zwar letztes Jahr, ich habe zwar gar nicht mehr für Activision gearbeitet, aber gerade erzählt, ich kenne die Kollegen noch, die PR-Manager, die Marketing-Manager und die hatten halt einen großen Deal mit David Hasselhoff und ich glaube, jeder deutsche Mensch sollte Fan von David Hasselhoff sein. Und alles andere ist einfach nur falsch. ja, und ich habe natürlich auch ein Foto mit ihm abgreifen können. Oh, das blenden wir nochmal ein. Aber nochmal, um auf den aktuellen Zombie-Modus zurückzukommen. Wird das auch wieder in einem anderen Setting spielen oder Ich weiß es auch noch wieder gar im Zweiten Weltkrieg oder gab es da noch keine Infos zu? Ich weiß es noch gar nicht. Ich glaube, die haben noch nicht viel von den Zombies gezeigt. Sie haben darüber gesprochen und ich glaube, es werden Nazi-Zombies. Aber ich habe da keine Insider-Infos. Alles klar, okay. Also dein Job ist ja echt irre interessant. Du jettest durch die Welt, Gaming-Industrie. Wie bist du da überhaupt zugekommen? Da müsste ich jetzt ganz weit ausholen. Aber Mach mal die Kurzfassung. die wenn Kurzfassung, ich, Hamburg, Studium abgebrochen, Krise. Was studiert? Ich habe Art Direction studiert, war aber dann doch nichts für mich, deswegen abgebrochen, Krise, was mache ich jetzt? Jemanden kennengelernt, der mir die Augen geöffnet hat und mich in die Gaming-Industrie reingeholt hat. Damals von Hamburg, Big Point und dann ging es halt weiter. Konami, Activision, Nvidia und mal schauen, was als nächstes kommt.
Nicht schlecht. Hast du dafür noch eine zusätzliche Ausbildung gemacht oder bist du quasi Autodidakt, was den ganzen Kram angeht? Das ist das Schöne an der Gaming-Industrie. Ich meine, man sieht, ich bin halt auch tätowiert und alles. Das sind alles sehr, sehr viele kreative Leute, die unterwegs sind. Und der Bereich Community Management, ich meine, der hat sehr viel mit Kommunikation zu tun. Wie kannst du mit Leuten, wie kannst du mit Influencern, wie gut bist du auf Social Media unterwegs? Und ich sag mal, als Social Media Native, der damit aufgewachsen ist, war es relativ einfach, sich das auch selber schnell beibringen zu können. Und ich glaube, ich habe einen ganz guten Job gemacht und dann bin ich aufgefallen und dann habe ich ein bisschen Glück gehabt hier und da und habe echt coole Jobs angeboten bekommen und die Chance habe ich genutzt. Ja. Daddeln, durch die Welt jetten. Was war denn das Abgefahrenste, was dir in dem Zuge passiert ist? Das Abgefahrenste war auf jeden Fall, vor 2 Jahren hatten wir halt einen Deal mit Fox. Die produzieren ja auch Walking Dead. Ja. Und das passt eben halt. Call of Duty, Zombies, Fox, Walking Dead. Die haben uns eingeladen nach New York und da sind wir auch wieder mit YouTubern eben halt rübergeflogen. Und die haben uns eingeladen zu der Premiere von der ersten Folge von Walking Dead, 6. Staffel. Ziemlich abgefahren, Madison Square Garden, unfassbar viel Tamtam. Ja, war krass, das auch mal so live zu erleben, eben halt so eine Weltpremiere mitzumachen. Alle Schauspieler da gewesen, die auch alle nachher auf der Bühne waren. Und dann wurde es sehr, sehr amerikanisch. Was können wir uns darunter vorstellen? Die haben so eine Quiz-Show im Endeffekt gemacht, die mehr Fake nicht hätte sein können. Und dann sind wir auch gegangen. Dann seid ihr gegangen. Als Deutscher hältst du das nicht aus. Markus, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich bedanke mich. Leute, das war Markus Schof. Wenn ihr an seinen Eskapaden teilhaben wollt, er hat einen Instagram-Account. Den blenden wir einmal kurz ein. Danke, dass du hier warst nochmal. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Episode. Ciao, bis dann.